Eines Tages löste Ufzholz mich als Grabendienst ab. Nun hatte von uns kaum noch jemand ein Feuerzeug oder Streichhölzer. Wenn man also rauchen wollte, musste man oft mehrere 100 Meter laufen. Ich bat Holst, auf dem Rückweg Feuer mitzubringen. Es dauerte aber sehr lange und allmählich wurde ich ungeduldig, denn ich wollte noch eine Zigarette rauchen und dann schlafen. Schließlich ging ich selbst los, um Feuer zu holen. Etwa 30 Meter links von meinem Bunker war eine Stelle, die sehr feucht war. Deshalb war hier der Graben nur etwa 60 Zentimeter tief. Hier fand ich Ufzholz. Er hatte einen Kopfschuss bekommen und war tot. Einige Tage später fiel fast an derselben Stelle Ufz Behrensen, ein feiner Kerl, mit dem ich mich sehr gut verstand, ebenfalls durch Kopfschuss. Beide waren unvorsichtig gewesen und hatten den Kopf über die Deckung hinausgehalten, waren gesehen und abgeschossen worden. Eines Tages, als ich durch den Verbindungsgraben zum Kompaniegefechtsstand zurückging, hätte es mich beinahe erwischt. Der Verbindungsgraben war stellenweise auch sehr feucht. An diesen Stellen waren Lattenroste. Zwischen zwei Lattenrosten war an einer Stelle eine Pfütze von 2 Meter Länge. Alle, die hier hinüber wollten, nahmen einen Anlauf und sprangen hinüber. Dabei mussten sie sich natürlich aufrichten und wurden von den Russen gesehen. Der Russe hatte das bemerkt und sich auf diese Stelle eingeschossen. Als ich zu dieser Stelle kam, nahm ich Anlauf, rutschte aber vor einem nassen Rost aus und landete etwa 20 Meter vor dem nächsten Rost. Im gleichen Augenblick pfiff ein Explosivgeschoss haarscharf an meinem Kopf vorbei und krepierte direkt vor mir. Wäre ich nicht ausgerutscht, hätte es mich getroffen. Eines Nachts, als wieder allerhand los war, stand Ivo Fahrhofer im Schützenloch. Ich hatte gerade vorher einen Feuerstoß abgegeben und war im Bunker, um einen neuen Gurt MG-Munition zu holen. Plötzlich hörte ich jemand stöhnen und meinen Namen rufen. Ich rief Ivo, bekam aber keine Antwort. Im Schützenloch fand ich ihn. Er war verwundet, hatte einen Schuss durch den Hals bekommen und war gelähmt. Er wurde sofort zum Kompaniegefechtsstand zurückgebracht. Von jeder Gruppe beobachtete ein Mann immer den Russen durch einen Grabenspiegel. Einmal, als ich Grabendienst hatte, flog mir der Spiegel plötzlich um die Ohren. Der Russe hatte ihn erkannt und darauf geschossen. Die Kugel hatte ihn durchschlagen und war haarscharf über meinem Kopf hingegangen. Eines Nachts, als Ufz Singer Essen geholt hatte, hörte er ein eigenartiges Geräusch vor dem Graben, als ob jemand den Draht durchkneife. Er tat so, als ob er nichts gehört hätte, ging weiter und setzte die Kochgeschirre am Grabenrand ab, kehrte dann aber zurück. Beim Schein einer Leuchtpatrone sah er dann 3 Russen, die unseren Draht durchkniffen. Leider versagte seine Maschinenpistole, sodass die Russen entkommen konnten. Als Ersatz für Ivo Fahrhofer bekam ich Josef Wieser, einen etwa 35-jährigen Bayern. Er war ein anständiger Kerl, bloß die Verständigung zwischen uns beiden klappte nicht. Er sprach für meine Begriffe ein derartiges Kauderwelsch, dass ich ihn einfach nicht verstehen konnte. So ernst die Lage und so bitter die Verluste auch waren, unseren Mut und unsere gute Laune ließen wir uns nicht nehmen. Jeden Morgen, wenn es hell geworden war, machte ich noch einen Gang zum Kompaniegefechtsstand, um meinen Munitionsverbrauch zu melden. Auf diesem Wege sang ich so laut und kräftig, dass der Iwan mich hören konnte. Im Kompanietross war ein ganz verrückter Kerl. Seinen Namen habe ich vergessen. Der lief fast nur im Frack und Zylinder herum. Seine Auszeichnung hatte er angesteckt. Er hatte das Deutsche Kreuz in Gold und war einer der erfolgreichsten Scharfschützen. Über 130 Russen hatte er abgeschossen. Er saß immer 300 Meter hinter der HKL in einer Scheune. Ein Mann von der Kompanie beobachtete immer das Gelände. Wenn ein Russe zu sehen war, schoss der Scharfschütze ihn ab. Eines Tages hatte ich mich zur Beobachtung gemeldet. Mit einem Feldstecher beobachtete ich die russische HKL und das Hinterland. Plötzlich sah ich,
wie in etwa 600 Meter Entfernung beim Russen ein Hund umherlief. Ich sagte ihm das und trotz der Entfernung traf er ihn beim ersten Schuss. Wir hatten sehr unter der russischen Pak zu leiden, die sich auf unsere Stellung eingeschossen hatte. Eines Tages traf ein Pak-Volltreffer das Loch von Gefreiter Pestel, der dabei zerrissen wurde. 2 Mann wurden verwundet. Mit der schweren Artillerie schoss der Russe viel in unser Hinterland. Wir wurden davon verschont. Auch die Luftwaffe, die hier sehr aktiv war, ließ uns in Ruhe. Dauernd waren russische Jäger, Bomber und Schlachtflugzeuge in der Luft, die das Hinterland angriffen. Einmal kam eine deutsche Focke-Wulf und setzte sich hinter einer zurückfliegenden russischen Maschine und schoss sie ab. Der Russe sprang mit einem Fallschirm ab. Dagegen hatten wir nachts oft unter den russischen Schlachtflugzeugen zu leiden. Im Gleitflug flogen sie über unsere Stellungen kaum 100 Meter hoch und warfen Handgranaten und Bomben auf uns. Wir konnten die Maschine deutlich sehen. Wie oft habe ich mit dem MG in diese Nähmaschinen, wie wir die vorsinnflutlichen Doppeldecker nannten, hineingehalten. Aber diese Kisten waren einfach nicht herunterzukriegen. Nachts schanzte immer eine Reservegruppe hinter der HKL. Dort wurden Auffangstellungen gebaut für den Fall, dass der Russe die HKL durchbrechen sollte. Als die Reservegruppe eines Abends aus dem Keller des Kompaniegefechtsstandes herauskam und auf dem Hofe sammelte, schlug ein Granatwerfergeschoss hinein und alle 8 Mann wurden verwundet, zum Teil schwer. Wir hatten jetzt Anfang April und schon richtiges Frühlingswetter. Einmal wurde ich zum Kartoffelschälen abkommandiert. Etwa 2 Kilometer hinter der HKL war die Kompanieküche in einem Bauernhof. Eines Tages traf ich beim Essen holen auf dem Kompaniegefechtsstand Chamitode aus Wesermünde, der schon mit mir in Lübeck war. Wir 2 waren die einzigen von unserer alten Lehrabteilung, die noch im Einsatz waren. Otterstedt, Warelmann, Meiering, Pohlmeier, Krall und Gillner waren gefallen. Hinze, Bebensee, Bücklers, Borstelmann und Fahrhofer waren verwundet. Gessner lag mit Erfrierungen im Lazarett. Von unserer Artillerie und Luftwaffen sahen und hörten wir nicht viel. Lediglich weiter südlich bei Küstrin schossen oft unsere Nebelwerfer. Unsere Artillerie schoss hin und wieder ein paar Schuss zum Russen hinüber. Dagegen bepflasterten uns die Russen unaufhörlich. Ende März hatten unsere Aufklärungsflugzeuge schon festgestellt, dass der Russe seine Truppen immer mehr verstärkte und immer mehr Material nach vorn schaffte. Anfang April konnten wir selbst den Betrieb hören. Unaufhörlich hörten wir Panzergeräusch, LKW und Gesang. Der Russe musste riesige Mengen von Truppen zusammenziehen. Es war offensichtlich, dass der Russe zum Stoß gegen Berlin ausholte. Wir hatten immer mehr Ausfälle, waren wochenlang nicht mehr abgelöst worden und vollkommen erschöpft. Das russische Feuer wurde von Tag zu Tag stärker. Unsere Artillerie dagegen schoss immer spärlicher. Es hieß, es fehle an Munition. So konnte der Russe in Ruhe seine Angriffsvorbereitungen treffen und er traf sie gründlich. Am 14. April machte der Russe bei uns den ersten Vorstoß. Morgens um 5 Uhr hörte ich, wie er seine Granatwerfer stopfte. Wenige Sekunden darauf kam der Segen dann heran. Es heulte und krachte, Splitter surrten durch die Luft, Verwundete schrien, dazwischen das Ratschbumm der Pak, das Bellen der Flak und Hämmern der MGs. Es war, als ob die Hölle losgegangen war. Nach einigen Sekunden konnten wir keine 5 Meter weit sehen. Rauch- und Pulverschwaden nahmen uns die Sicht. Ich saß im Loch und an die Wand gepresst und wartete auf das Ende der Beschießung. Nur 10 Minuten dauerte der Spuk, aber was in den paar Minuten auf den Graben heruntergegangen war, spottete jeder Beschreibung. Man musste sich nur wundern, dass man nichts abbekommen hatte. Dort, wo eben noch ein ausgebautes Grabensystem war, war jetzt nur noch eine flache Mulde. Die Granaten hatten den Graben völlig zugeschüttet. Aber nun kam der zweite Teil.
Das feindliche Gewehr MG-MP-Feuer setzte ein und schwoll immer mehr an. Eng an den Boden gepresst warteten wir auf den Feind. Denn jetzt würde er kommen, das wussten wir. Plötzlich ließ das Infanteriefeuer nach und braune Massen quollen förmlich aus den russischen Gräben. Im gleichen Augenblick setzte unser Feuer ein, aber wenn auch noch so viele von den Russen fielen, immer neue kamen aus dem Graben. Schon hatten die ersten rechts von mir unseren Graben unter lautem Urägebrüll erreicht und brachen beim Verbindungsgraben ein. Nach allen Seiten begannen die Russen jetzt, den Graben aufzurollen. Etwa 50 Mann drangen im Verbindungsgraben vor. Immer weiter drangen die Russen vor. Wir mussten uns absetzen. Der Weg zum Kompaniegefechtsstand war uns allerdings abgeschnitten. Deshalb gingen wir zunächst nach links und dann durch einen anderen Verbindungsgraben zurück. Da aber auch dieser Graben fast zugeschüttet war, bot er uns kaum Deckung und die Russen nahmen uns unter Feuer. Dabei fiel ein MG-Schütze II, Sepp Wieser. Im Kompaniegefechtsstand war noch eine Reservegruppe, die dem Russen zunächst Widerstand leistete und ihn dadurch am Vordringen hinderte. So konnten wir uns wieder von den Russen absetzen. Zuletzt konnte die Reservegruppe den Russen aber nicht mehr halten und der Kompaniegefechtsstand ging verloren. Wir besetzten die Ortschaft Solikante, deren erstes Haus den Kompaniegefechtsstand bildete. Nach und nach fanden sich bei uns etwa 40 Mann ein. Wir hatten Unterstützung durch eine SMG-Gruppe. Völlig ausgepumpt bezog ich in einem Straßengraben Stellung. Auf der anderen Straßenseite lag Feldwebel Buchal. Er rief herüber: »Tillery, hast du noch eine Zigarette?« Ich hatte aber nur noch Tabak und Papier. Meine Tabakdose warf ich ihn hinüber. Aber er brachte es einfach nicht fertig, sich eine Zigarette zu drehen. So aufgeregt war er. Mit Mühe und Not brachte ich eine fertig und warf sie ihm herüber. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du erfahren möchtest, wie es weitergeht, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns jetzt unterstützt und du dem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Nachricht erhältst, wenn auf dem Kanal ein neues Video hochgeladen wird. Über einen Daumen nach oben würde ich mich ebenfalls freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke dir, dass du dabei bist.